Hallo zurück zu Tag 18 des Umbaus. So, ich hatte ein paar Tage Pause, weil ich Teile bestellt hatte, die jetzt angekommen sind, die Metallteile. Und heute werde ich die Fluxbands wieder montieren und hinten auf dem Rear Deck sozusagen den Reaktor und die Vents versuchen zu montieren. Das ist erstmal für heute geplant. Jo, schauen wir mal, wie gut es geht. Bis dann. Die vorderen habe ich noch nicht wieder komplett eingehängt, da dort noch die Bleche von innen demnächst angebaut werden. Hier ist das bestellte Metall. So, das sind die Stückchen 1 Millimeter Aluminiumblech. Die sind für die Fluxbands da. Da sind ja immer so Abstandshalter dazwischen, die von hinten an die Fluxbands angeschraubt werden. Und die muss ich dann auch entsprechend biegen. Und dieses Stück hier ist 4 Millimeter dickes Alublech. Das ist eigentlich nur gedacht, falls ich hier was unterlegen muss, unter die Kanten. Also dass das wieder ein bisschen höher kommt, damit ich die Höhe variabel anpassen kann. Und hier ist das einfach ein Aluwinkel. Habe ich jetzt einfach das genommen, weil das am günstigsten war. Zum Befestigen der Vents. Die werden dann so hochkant auf die Platte hier geschraubt und die Vents sozusagen an der Seite dran mit diesen ganzen vielen kleinen Löchern hier. Genau, das ist jetzt als nächstes geplant, die Vents mal ausrichten. Erstmal den Winkel in kleine Stücke zersägt und dann die Löcher gebohrt. Aus der Gummimatte ein paar Streifen für die Vents abgeschnitten. Ich wollte die erst breiter machen und unter dem Metall weiterführen, merkte aber dann, dass es gar nicht passt. Die linke Düse ist noch nicht montiert. Der Spaß kommt erst später. Ich dachte mir dann, mach mal den Reaktor und die Teile davor.
Mit den Winkeln am Reaktor und den Vents habe ich die Motorabdeckung nach oben gezogen, so dass es nun fast eine ebene Fläche wieder ist. Na, da stehe ich doch fast immer in der Sicht. Ich dachte, das würde besser drauf kommen. Es ging weiter mit den Montagewinkeln für die linke Düse. Und ihr denkt, Mann, was für eine lange Arbeit da dran. Ich habe schon etliche Zeit gar nicht die Kamera angehabt, da der Handy-Akku ständig von der App leergesaugt wird, obwohl das Handy am Ladegerät hängt. Es hat alles also noch viel länger gedauert. Ich war heute 9 Stunden mit dem Kram beschäftigt und habe erst eine Düse fest. Noch die Flex-Schlauchhalter gekürzt, da die Schläuche doch sehr eng rumgehen.
Dann habe ich die Teile vor dem Reaktor von unten angeschraubt. Die Überraschung kam später. Die rechte Düse angefangen zu montieren, ausgerichtet und die Winkel angezeichnet. Oh Leute, die Montage der Vents, das ist echt der Horror. Also die ganzen vielen Schrauben und Löcher bohren hier mit Winkeln innen drin. Also ja. Und dann noch von außen halt diese ganzen Löcher hier wieder nochmal bohren. Und hier oben kommen ja auch noch die Bleche drauf. Und hier in der Mitte dieser Gummistreifen. So, das Ding ist jetzt habe ich es einigermaßen gerade. Ich hatte aber vorhin den Reaktor schon drin, wie ihr gesehen hattet. Und hatte da die Mitte eigentlich alles angezeichnet und dachte auch, das wäre die Mitte und habe dann diese Dinger alle schön festgemacht. Und jetzt stellt sich raus, nachdem die Vents ungefähr stimmig sind, dass die ganze Mitte um 1 cm da weiter rüber müsste. Ja, jetzt muss ich das wieder losmachen. Nochmal neu. Den Reaktor wieder wahrscheinlich verschieben, weil er jetzt auch anscheinend nicht in der Mitte sitzt. Also ich werde jetzt erstmal morgen dann diese Vent fertig machen hier, also die festschrauben. Und dann das Ding ist halt, wenn das festgeschraubt ist, muss es ja wieder abnehmen, weil es ja noch teilweise lackiert wird und sowieso ja noch was dran geschweißt werden muss. Von daher muss es noch wieder mitnehmen alles. Ja, doll immer diese Schrauberei. Naja, also denn bis morgen wahrscheinlich. Zum Schluss noch die Bilder des Tages.